Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Im befestigten Lager Kleinbonum führen die römischen Legionäre eigentlich ein recht geruhsames Leben. Aber eines Tages dann... O Centurio numerus clausus! Eine hohe Persönlichkeit aus Rom will dich sprechen. Nanu? Ave! Ich bin Generalinspekteur Lucius Nichts als Verdruss, Sonderbeauftragter von Julius Caesar, im Range eines Präfekten. Ave, willkommen. Wie geht's Caesar? Er ist außer sich beim Jupiter. Deshalb bin ich hier. Ganz Gallien verhält sich friedlich, nur das kleine rebellische Dorf in eurem Bezirk wagt noch Caesar zu trotzen. Ja und? Jetzt werden wir unter meiner Führung dieses Dorf angreifen und zur Raison bringen. Aber die Gallier sind unheimlich starke. Sie haben Zauberkräfte. Bla bla bla. Hört mir auf mit diesem Quatsch und lasst zum Appell blasen. Und so geschieht es. Legionäre! Wir greifen das gallische Dorf an! Das gallische Dorf? Keine Widerrede. Ich sehe, wir haben genug Mann unter Waffen, um die frechen Gallier in ihre Schranken zu weisen. Doch wenig später hat sich die Lage etwas verändert. In einer langen Schlange stehen die Legionäre vor dem Lazarettzelt. Was? Ihr weigert euch, den römischen Sieg in dieses kleine Dorf zu tragen? Nein. Wir tragen uns lieber in die Krankenliste ein. Wo ist die Krankenliste? Das war ich auch. So. Ich bin ins Revier. Nein, ich auch nicht. Auch in dem gallischen Dorf ist das Leben eher geruhsam. Zu geruhsam für manche. Sag mal, Asterix, die Römer greifen uns gar nicht mehr an. Ob wir sie beleidigt haben? Unsinn, Obelix. Liefere deine Hinkelsteine ab und dann gehen wir Wildschweine jagen. Oh, fein. Kurz darauf wandern unsere beiden Freunde durch... Aber wenn man den Römern vielleicht schreiben würde, man könnte ihnen zum Beispiel vorschlagen... Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass diese Handvoll Gallier euch Widerstand leisten kann. Nicht so laut, oh, nichts als Verdruss. Sonst scheucht ihr noch die ganze Handvoll auf. Die Römer. Oh, fein. Komm, wir sagen den anderen Bescheid. Wozu denn? Wir zwei erledigen das für sie und fertig. Da braucht man doch nicht erst alle Welt zu behelligen. Obelix, du bist ein Egoist. Die anderen haben auch ein Recht darauf, sich zu amüsieren. Die Römer sind für alle da, also los, komm. Es ist doch immer das Gleiche, einfach ungerecht. Wenn Sie Römer wollen, sollen Sie sich doch selbst welche suchen. Und dann treffen die beiden feindlichen Gruppen aufeinander. Die Kampfmoral jedoch ist unterschiedlich. Oh. Oh. Höchstens 3 oder 4 für jeden. Asterix, gibst du mir deine? Nur keine unnötige Hast. Es sind genug für alle da. Hey! Nicht so drängeln, habe ich gesagt! Und trappel mich doch nicht ständig auf den Fuß! Du kommst schon noch rechtzeitig hin! Los! Worauf wartet ihr noch? Zum Angriff! Los, zum Angriff! Himmel, hilf! Also, nein, hey, das ist die verkehrt! Halt, das ist die falsche Richtung! Und es entbrennt ein heftiger Kampf. Und ich sage dir, der gehört mir, Automatix. Nein, mein Herr, du hast schon 4 gehabt. Ich habe mitgezählt. Hört auf zu streiten. Sie hauen ab. Aber... Nein, zurück! Was soll das denn? Kommt sofort zurück! Wenn ihr mich fertig gemacht habt, kann ich dann auch gehen? Später, als man Kleinbonum wieder erreicht hat. Ich hatte euch gewarnt, nichts als Verdruss. Na schön, ich habe eine bessere Idee. Wenn wir die Gallier nicht besiegen können, dann schneiden wir sie wenigstens von der Außenwelt ab. Am nächsten Morgen werden die Gallier durch ungewohnte Geräusche geweckt. Majestix, die Römer errichten einen Palisadenzaun rings um unser Dorf. Nu, wozu denn? Das sehen wir uns an. Der 5 Meter hohe Zaun ist bereits fertig. Die spinnen, die Römer. Guck mal, da ist Ihr Anführer. Da ihr so bösartig seid bei Minerva, schließe ich euch in eurem Dorf ein. Dann könnt ihr nicht mehr ausziehen, um meine Legionäre zu verprügeln. Ihr werdet euch von dem ernähren müssen, was die Erde eures Dorfes hervorbringt, und man wird euch vergessen. Römer!
Wir sind in Gallien zu Hause und wir gehen hin, wo es uns passt. Ich schlage dir eine Wette vor. Trotz deiner Palisade und deiner Legionäre werden wir das Dorf verlassen und eine Tour durch Gallien machen. Aus jeder Gegend bringen wir Spezialitäten mit. Und nach unserer Rückkehr laden wir dich zu einem Festessen ein. Und als Beweis dafür, dass wir nicht gelogen haben. Ich schlage ein, Gallier. Und wenn ihr gewinnt, so will ich die Belagerung aufheben, nach Rom zurückkehren und Julius Caesar meine Niederlage eingestehen. Fieberhaft macht man sich an die Vorbereitungen. Asterix, hier hast du eine Flasche mit Zaubertrank, der dir die nötige Kraft für eine so lange und gefährliche Reise gibt. Soll ich einen Hinkelstein mitnehmen, Asterix? Man weiß ja nie, wozu man ihn brauchen kann. Nein, nein, nimm lieber einen großen Sack mit für die Spezialitäten, die wir in den verschiedenen Städten Galliens kaufen wollen. Wie du meinst. Aber sag hinterher nicht, es wäre meine Schuld, wenn wir einen Hinkelstein brauchen und dann keinen dabei haben. Majestix, es wäre gut, wenn ihr im Süden die Römer angreifen würdet, während wir im Norden ausbrechen. Verlass dich ganz auf uns, Asterix. Obelix, mein Freund, gehen wir. Nach dir, Asterix, nach dir. Oh, lass mich nur ein winzig kleines Liedchen singen. Da ziehen sie hin. Kommt, wir haben noch was zu tun. Wir müssen die Römer im Süden angreifen. Und so geschieht es. So, wir können ins Dorf zurückkehren. Unsere Freunde hatten genug Zeit, die Palisade im Norden zu durchbrechen. Außerdem wird es spät. Alarm! Ein Loch ist im Nordwall. Die Attacke hier war nur ein Scheinangriff. Scheinangriff nennst du das, Witzbold? Kommt zu den Legionären, hieß es. Da erlebt ihr was, hieß es. Das war ein ganz geschicktes Ablenkungsmanöver. Während uns die Gallier hier im Süden beschäftigt haben, sind Asterix und Obelix im Norden durch die Absperrung gebrochen, um die Wette mit euch zu gewinnen. Oh, nichts als Verdruss. So ist das also. Wir kommen nicht weit. Lasst in ganz Gallien höchste Alarmstufe ausrufen. Schickt sofort berittene Boten aus. Ich lasse mich von diesem unverschämten Galliern nicht öffentlich blamieren. Nein, das lasse ich nicht. Wenig später haben unsere Helden schon Rouen erreicht. Von wo aus sie mit dem Schiff nach Lutetia, heute eher unter dem Namen Paris bekannt, weiterreisen wollen. Halt! Ein kleiner und ein dicker. Da sind sie. Packt sie. Ui, 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 Römer, bloß weg hier. Ein Dicker? Was für ein Dicker? Halt! Im Namen Cäsars. Zum besseren Verständnis sei noch erwähnt, dass die Gassen in Rouen eng und unübersichtlich sind. Wo sind Sie? Wie soll man sich bloß in diesem Labyrinth zurechtfinden? Hallo, hallo, haben Sie zwei Männer vorbeilaufen sehen? Kann schon sein. Vielleicht aber auch nicht. Es wäre schon möglich, ja. Die Leute dieser Gegend machen mich noch wahnsinnig. Da gehe ich lieber freiwillig in den Zirkus und spiele mit den Löwenhaschen. Asterix und Obelix besteigen unterdessen ein Schiff, das sie nach Lutetia bringt, mit etwas Unterstützung von Obelix. Du kannst aufhören, Obelix. Wir sind schon in Lutetia. Wir erinnern uns, dass die beiden Freunde das letzte Mal hier waren, um für ihren Droiden Miraculix eine neue goldene Sichel zu kaufen. Was sich als gar nicht so einfach erwies, da eine Sichelschieberbande Talentix, den Sichelmacher, entführt hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Naja, hier hat sich auch nichts verändert. Also fahr doch. Na, fahr schon. Hörst du nicht, was er sagt? Dann sag mir mal wie, Opa. 2 Tage stehe ich schon hier. Wir gehen Schinken kaufen. Der Schinken aus Lutetia ist berühmt. Da drüben ist schon eine Metzgerei. Fahr endlich deinen Wagen da weg. Einen ganzen Schinken, bitte. Aber die Scheiben nicht zu dünn. Gern. Sag mal, sitzt du auf deinen Ohren? Verschwinde endlich. Du versperrst die ganze Straße. Na und? Muss ja schließlich abladen. Ich arbeite. Da kommt die Patrouille. Mal sehen, was die dazu sagt. Die Patrouille. Nichts wie weg. Und jetzt? Wir brauchen ein Fahrzeug.
So besteigen die beiden einen gerade vorbeikommenden Abschleppwagen. Der Fahrer ist leider nicht sofort damit einverstanden, aber Obelix gelingt es, ihn zu beruhigen. Wie heißt unsere nächste Etappe? Kamarakum. Aber wir müssen aufpassen, die Reise wird langsam gefährlich. Alle Römer scheinen informiert zu sein. Na, dann wird es wenigstens spaßig. Und, was für Spezialitäten gibt es in Kamarakum? Backpfeifen. Also hör mal, ich frage in aller Höflichkeit. Und du? Du kennst sie nicht, du wirst sehen, die sind sehr gut. Wenig später stehen Asterix und Obelix in einem Geschäft der Stadt Kamarakum, die auf aktuellen Landkarten unter dem Namen Cambrai zu finden ist. Meine Herren? Ja, wir hätten gern ein paar Backpfeifen. Die könnt ihr sofort haben, Gallier. So wahr ich Quintilius heiße. Jetzt habe ich euch. Ha, man wird mich reich belohnen. Oh, einen Schluck Zaubertrank. So, und jetzt komm her. Weiß er, wie Backpfeifen schmecken? Gleich weiß er's. Schnappt euch das großmäulige Gallierpack. So. Entschuldigt, dass wir euren Laden etwas in Unordnung gebracht haben. Ich bitte euch, man muss doch zusammenhalten unter Galliern. Wir wissen von eurer Wette. Macht euch jetzt lieber aus dem Staub und viel Glück. Ich werde versuchen, die Legionäre so lange wie möglich festzuhalten. Ach ja, und vielen Dank auch für die Backpfeifen. Und weiter geht die Reise mit dem geklauten Wagen. Auweia. Da vorne ist eine Straßensperre. Und was macht der Römer neben dem kaputten Wagen hier am Weg? Da seid ihr ja endlich. Wir verfolgen zwei Gallier und mir ist auf dem höllischen Pflaster ein Rad abgesprungen. Mein Kamerad ist mit den Pferden los, um euch zu holen. Uns? Ach so, ja, natürlich. Also wir fahren ja einen römischen Abschleppwagen. Es ging leider nicht so schnell, aber jetzt nehmen wir dich auf den Wagen. Du willst doch nicht den Römer abschleppen, der uns verfolgt. Doch, er weiß ja nicht, wer wir sind und hilft uns, ohne Schwierigkeiten durch die Absperrung zu kommen. Steigt nur in euren Wagen und kümmert euch um nichts. Euer Kamerad hat gesagt, ihr braucht nicht auf ihn zu warten. So? Gut, fahren wir. Wenn der wüsste, dass wir die Gesuchten sind. Halt! Obelix, du vermasselst noch alles. Lass uns durch, Petilaros, die sind vom Abschleppdienst. Ah, ich hatte dich gar nicht gesehen, Exkus. Gut passiert. Ja! Hey, nicht so schnell. Wo wollen wir hin? Hey, anhalten! Ich kann das Geschrei nicht mehr hören. Du hast recht, Obelix, er hält uns nur auf. Nein! Nicht abhängen! Nicht ab! Bald darauf erreichen die Freunde Reims, das zu damaliger Zeit noch Duro Cortorum hieß und für seinen guten Wein berühmt war. Was darf ich Ihnen denn mitgeben, Monsieur? Herb, trocken, halbtrocken, süß? Ja, was meinst du, Obelix? Nehmen wir von jeder Sorte eine Amphore mit? Klar. Sehr gern. Très volontiers, die Herrschaften. Aber Vorsicht mit dem Korken, bitte. Die fliegen leicht heraus. Auf der Straße werden die Reisenden schon erwartet. Jetzt hab ich euch, Gallier. Und ich weiß auch, wer ihr seid. Bleibt stehen und ergebt euch. Obelix, gib mir eine Amphore. Herb? Herb. So. Einmal schütteln und... Das ist herb. Komm, Obelix. Wir meiden lieber die Straßen und gehen querfeldein. Im Wald bleibt Obelix plötzlich wie angewurzelt stehen. Asterix. Hier riecht's nach Wildschweinbraten. Es kommt von da drüben. So, Obelix, es gibt Augenblicke, da kann ich über deinen Riecher nur staunen beim Teutertest. Es wäre klüger, wenn wir uns mit ein paar Wurzeln zufrieden geben würden. Wurzeln sind gut für Wildschweine und Wildschweine sind gut für uns. So ist jedem gedient. Guck mal, da ist eine Hütte, Asterix. Ich klopf mal an. Nein, Obelix, nicht. Wie
Oft soll ich dir noch sagen, du sollst an keine Tür klopfen. Ich hab's vergessen. Was ist denn hier? Verzeih unser ungestümes Eindringen. Aber mein Freund und ich haben uns gefragt, ob ihr uns vielleicht eine Mahlzeit zubereiten könntet, gegen Bezahlung natürlich. Das sind doch die beiden Gallier, die überall von den Römern gesucht werden. Nur hereinspaziert, ihr seid meine Gäste. Ach, bin ich immer froh, wenn ich Landsleuten helfen kann, so wahr ich Heuchlerix heiße. Es gibt reichlich zu essen, und während sich Asterix gesättigt schlafen legt, verlässt Obelix noch einmal die Hütte. Denn er hat natürlich noch Hunger. Erst einige Stunden später kehrt er zurück. Schau mal, ich habe 2 kleine, zarte Wildschweine gefunden, Asterix. Wenn du willst, gebe ich dir ein Häppchen ab. Na nu, wo ist Asterix denn? Ich weiß nicht. Euer Freund ist schon aufgebrochen. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. Komm her, Freundchen. Asterix wäre nie ohne mich aufgebrochen. Wo ist er? Rede, oder? Erbarmen, Erbarmen! Ich sag ja alles. Ich bin ein ganz übles Objekt. Ein Opfer der Schundliteratur. Ich habe Asterix für 100 Sesterzen an die Römer verkauft. Die haben ihn in die nächste Garnisonsstadt geschleppt. Wie heißt diese Stadt? Divo, wie du wie du rum. Versuch nicht, mich zu bestechen. Ich will keinen Rum, ich will den Namen der Stadt wissen. So heißt doch die Stadt. Ah, Dividurum. Sie liegt im Osten. Obelix macht sich sofort auf den Weg. Und er hat einen genialen Einfall, wie er am schnellsten und einfachsten zu Asterix gelangen kann. Hey, Wache! Der Römer hier gehört doch euch. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Darf ich jetzt ins Gefängnis? Augenblicke später. Obelix! Da bist du ja. War gar nicht leicht, dich zu finden. Jetzt aber raus hier. Soll ich deine Ketten lösen? Gib mir einen Schluck Zaubertrank. Die Flasche hängt an meinem Gürtel. Gut. Manchmal frage ich, ob dieser Zaubertrank nicht doch ein Verkaufsschlager wäre. Los, komm! Nein, lass die Tür zu. Dazu habt ihr kein Recht. Was macht ihr denn? Hört ihr wohl? Was ist denn hier? Geschafft, wir sind draußen. Oh. Ich habe den Sack mit den Spezialitäten im Kerker stehen lassen. Ich muss noch mal zurück, ihn holen. Wo hast du bloß deinen Kopf? Mach aber schnell. So, da bin ich wieder. Es kann weitergehen. Irgendwann marschieren Asterix und Obelix auf die Stadtmauern ihres nächsten Etappenzieles zu. Lyon. Ja, die Stadt ist gut bewacht. Alle Zugänge sind von den Römern abgeriegelt. Vielleicht erwarten Sie jemand? Vielleicht. Los, durch. Ja. Nein, vor uns schon wieder Römer. Jetzt wird's brenzlig. Für wen? Psst, schnell. Hier in diese Gasse. Oh, Obelix, man will uns helfen. Ich bin Schönfix, Chef der hiesigen Untergrundbewegung. Ihr seid Gleichgesinnte und wir kennen eure Wette. Ah, ich sehe, da kommt der Präfekt Onutzus höchstpersönlich, um euch gefangen zu nehmen. Wartet hier. Ich bin gleich zurück. Asterix, ich trau dem Kerl nicht. Aber ich. Wie Sie meinen, Herr Asterix. Ah, Präfekt Onutzus, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich weiß, wo sich die gesuchten Gallier aufhalten. Holt eure Garnison und ich führe euch hin, denn mit ein paar Soldaten werden wir sie kaum besiegen. Wunderbar. Wenn du recht hast, soll es dein Schade nicht sein. Ich bin gleich zurück. Du hast uns verraten. Blödsinn, ich werde euch retten. Die Altstadt von Lugdunum ist ein einziges Labyrinth. Ich führe die Römer dort hinein. Sie werden einen Tag brauchen, um wieder herauszukommen. In der Zwischenzeit könnt ihr in Ruhe verschwinden. Genial. Die Idee könnte von mir sein. Da
kommt schon die ganze Garnison. Ich muss euch jetzt verlassen. Hier sind unsere Spezialitäten. Würste und Fleischklößchen. Wir halten sie schon seit Tagen für euch bereit. Und jetzt gute Reise. Komm, 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 Obelix, wir verduften lieber. Ja, los. Präfekt Onuzus folgt mir. Hey, nicht so schnell! Verdammt, Gallier, wo bist du? Der Gallier hat uns in das Altstadtlabyrinth gelockt. Hey, Hosianus! Oh. Hosianus, bist du da? Hier bin ich. Nein, Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? So leicht bin ich nicht zu verblüffen. Ich habe auf dem Weg hier hinein kleine Steinchen gestreut. Wir brauchen ihnen nur zu folgen und sind wieder draußen. Oh, Präfekt Onuzus, habt ihr all die Steinchen verloren? Da, ich habe sie für euch aufgelesen. Nein! Die Kurio, ich will hier raus. Ja, Nur keine Panik. Nur keine Panik. Ihre Reise führt unsere Freunde natürlich auch nach Marseille. Sieh mal, Obelix, eine Schiffertaverne. Da bekommen wir sicher, was wir suchen. Meinst du wirklich, die haben Wildschweine? Obelix. Oh, Cäsar! Kundschaft! Cäsar? Cäsar. Nicht doch. Wo denkt ihr hin? Ich bin Cäsar, aber nicht Julius, sondern Kneipix, der Wirt der Schiffertaverne. Sehr erfreut. Wir möchten gern eine Bouillabaisse zum Mitnehmen. Eine Bouillabaisse? Ja. Hey, Mina, mach eine Bouillabaisse fertig zum Mitnehmen. Ein paar Sticks gefällig? Nein, danke. Lieber Ziegenmilch. Und ein Wildschwein vielleicht. Ziegenmilch? Wildschwein? Na, na, na. Seid ihr am Ende die zwei Gallier, nach denen die Römer so eifrig fahnden? Genau. Ihr seid aber tüchtig. Willkommen in Massilia. Ich spendiere eine Runde. Milch für euch, Pastix für uns. Danke für mich nicht, bitte. Mein Herr, wenn ich eine Runde ausgebe, dann wird die Runde getrunken. Selbst wenn man Ausländer ist. Und aus Lugdunum stammt, wie ihr, mein Herr. Eine Bouillabaisse zum Mitnehmen, bitte sehr. Die bekomme ich. Ach, endlich mal ein Gallier, der nicht so verkümmert ist. Die Römer, ein ganzer auf! Wahrscheinlich ist die gesamte Armee von Julius Caesar im Anmarsch. Gut, verschwindet durch den Hintereingang. Wir halten sie auf. Danke für alles. Als die Römer wenig später zur Schiffertaverne kommen, ist die Straße davor versperrt. Lasst uns passieren. Wir haben Meldung, dass hier zwei Kriminelle durchgekommen sind. Oh, bitte. Einen Augenblick. Seht ihr nicht, dass hier Boccia gespielt wird? Ihr könnt passieren, sobald wir fertig sind. Dauert nicht mehr lange. Na, vorwärts. Gehen wir. Römer! Wenn du uns daran hinderst, diese Partie unseres Nationalspiels zu Ende zu spielen, wenn du auch nur eine Kugel anrührst, dann wird Massilia was erleben. Das verspreche ich dir. Etwas Schreckliches. Eine Revolution. Einen Aufstand. Ein Massaker. Einen Krieg. Schon gut, schon gut. Aber beeilt euch. So können Asterix und Obelix wieder mal unbehelligt entkommen. Beeilung, Obelix. Ich möchte möglichst bald in Tolosa sein. Aber es wird Nacht. Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Na gut, also dann lass uns hier schlafen, Obelix. Wir marschieren morgen früh weiter. Gute Nacht, Asterix. Gute Nacht, Obelix. Am
Am nächsten Morgen werden die beiden unsanft geweckt. Sind das neue Rekruten? Nein, das sind die 2 Gallier. Obelix, Obelix, wir sind mitten in einem römischen Lager eingeschlafen. Jetzt wird's lustig. Schnell! Nehmt sie gefangen! Wir führen sie nach Tolosa zum Präfekten Mitgenus. Nein, das sind ziemlich viele. Ich nehme jetzt ein Schlückchen Zaubertrank. Fang schon mal an, Asterix. Ergreift sie! Sag mal, Obelix, da fällt mir ein, der Römer sagte doch vorhin, er wollte uns nach Tolosa bringen. Eine gute Idee. Lassen wir uns doch ruhig von den Römern dorthin bringen. Ja, aber dann müssen wir ein bisschen warten, bis sie wieder ansprechbar sind. Ich hol Wasser, damit sie zu sich kommen, die Armen. Der hier war's. Hier, der. Guck mal, der hier, der hatte von Tolosa gesprochen. Hallo, los, aufwachen. Nein, ich soll bloß aufwachen, damit ihr mich wieder K.O. hauen könnt. Nein. Wir wollen uns doch ergeben. Ist das auch wahr? Ehrenwort? Ehrenworte, jedenfalls im Moment. Sieg! Legionäre, nehmt die beiden Männer fest! Augenblick. Ich muss sie doch erst wieder munter machen. Wo sind wir hier? Die Englein singen? Oh Gott, wer ist denn das? Na, ihr Burschen, ihr gebt also zu, dass ihr den römischen Legionären unterlegen seid. Sogar der Dicke da, hä? Wer ist hier dick? Beruhige dich, Obelix. Du verderbst noch alles. Tja, also, legt sie in Ketten. Zuerst den, größeren. Jawohl, Centurio. Ich bin nicht dick. Fertig. Und jetzt den anderen. Ich bin nur nicht verkümmert. Wo ist mein Hammer? Hier. Ketten. Er hat einfach meine dicksten Ketten gesprengt. Danke für den Hammer. So, legt meinen Freund schnell wieder in Ketten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zittert doch nicht so. Sonst habt ihr es nie. Ich helfe euch, sonst sitzen wir ja morgen noch hier. Das ist zu viel. Doch einige Minuten später sind beide gut verkettet. Fertig, Centurio. Total fertig. Na, einen Augenblick. Wir haben unseren Sack mit den Spezialitäten da vorne liegen lassen. Bleib hier, Asterix. Ich hole ihn schon. Nein! Na, beruhige dich. Dann verladen wir sie halt ohne Ketten auf den Wagen. Und so geschieht es. Siehst du, Obelix, so kommen wir ungestört nach Tolosa. Und das Komischste an der Sache ist, dass wir als Gefangene fahren, während die anderen zu Fuß gehen müssen. Die spinnen, die Römer. Die Reise nach Toulouse ist lang, aber es gibt keine Zwischenfälle. Wir erreichen jetzt Tolosa. Wartet hier auf mich. Ich unterrichte den Präfekten von unserer Ankunft. Einige Zeit später kehrt der Centurio mit dem Präfekten Mitgenuss in einer Sänfte zurück. Ihr habt also eine Überraschung für mich. Ich liebe Überraschungen. Außerdem tut mir ein bisschen Bewegung ganz gut. Wir sind schon da. Ihr werdet sehr überrascht sein. Beim Jupiter, die Gefangenen. Wo sind die Gefangenen? Soll das die Überraschung sein? Ein Haufen K.O. geschlagene Legionäre? Die sind fort, kurz nachdem ihr weggeritten seid. Sie haben gesagt, sie wären nicht nach Tolosa gekommen, um den Präfekten zu besuchen, sondern um Wurst zu kaufen. Was denn für eine Wurst? Ich verstehe kein Wort von dem Gequatsche. Bei Minerva. Es ist nichts. Lasst nur. Asterix und Obelix kommen inzwischen nach Agen, wo man sie schon erwartet. Hoch neben unsere Helden! Weiter so! Wir halten euch die Daumen! Eine tolle Wette! Es ist ja sehr nett, dass Sie uns so empfangen, aber Sie bringen uns damit in Gefahr. Also ich find's toll, so berühmt zu sein. Wartet, Freunde. Macht mir die Ehre und kommt mit mir. Mein Name ist Odalix. Ich lade euch zu einer Verschnaufpause in mein Gasthaus ein. Es gibt Pflaumen und Wildschwein. Wildschwein? Komm, Asterix. Vorsicht, Obelix, Vorsicht. Man hat uns schon mal reingelegt. Ach,
Sei nicht immer so misstrauisch. Ich hab Hunger. Und so folgen die beiden dem großzügigen Obelix. Hier ist mein bescheidenes Haus. Bitte tretet ein und fühlt euch wie zu Hause. Und wo sind die Wildschweine? Zuerst möchte ich euch ein Geschenk machen. Ein Säckchen mit dem berühmten Aginummer Pflaumen. Jetzt setzt euch. Ich hole die Wildschweine. Riechst du es, Asterix? Riechst du es? Ja, schon, Obelix. So, 2 ganze Wildschweine. Das wird wohl reichen fürs Erste. Obelix, warte. Später, ich hab Hunger. Und ihr? Esst ihr gar nichts? Nach euch. Oh, ich mach mir nichts draus aus Wildschwein. Wirklich. Iss! Ja, wenn ihr unbedingt wollt. Ja. Ich hab's doch geahnt. Was macht der denn? Legt sich einfach hin und schläft. Bist du denn nicht müde, Obelix? Müde? Nein. Ich bin eher noch etwas hungrig. Das Wildschwein hatte einen Nachgeschmack, der Tote aufwecken könnte. Also jetzt aber weg hier. Die Römer werden unseren Gastgeber schon wecken. Auf 2 Pferden verlassen unsere Freunde die Stadt. Weißt du, ohne Wagen, da haben wir mehr Bewegungsfreiheit. Aber gib mir doch bitte mal den Sack mit den Spezialitäten, Obelix. Dein Gewicht und das vom Sack, das ist zu viel für das Pferd. Mein Gewicht? Was ist mit meinem Gewicht? Du bist zu schwer. Du hast, du hast zu viel Gewicht. Stell dich nicht so an und gib mir den Sack. Herr Asterix muss immer kommandieren. Herr Asterix ist der Chef. Herr Asterix hat immer recht. Nein. Wenn das Pferd den Sack und mich nicht mehr tragen kann, dann tragen wir ihm das Pferd. Die nächsten Kilometer legen die beiden Schmollen zurück. Und dann passiert's. Na, was habe ich dir gesagt? Nein, mein Herr. Das Pferd ist ganz einfach müde am Ende der Etappe. Ja, du bist eigensinnig, Obelix, aber du hast recht, die Etappe war lang. Wir legen uns hier schlafen. Ja. Doch in der Nacht kommt ungebetener Besuch des Wegs. Sieh mal, Reisende. Die plündern wir aus, Sinus. Wird gemacht, Cosinus. Obelix, aufstehen! Aufstehen, Obelix! Obelix! Genug geschlafen, die Sonne steht am Himmel. Wir haben uns doch gerade erst hingelegt. Hey, Asterix, gib mir den Sack wieder. Mein Pferd ist ausgeruht. Wo hast du ihn versteckt? Den Sack? Was für einen Sack? Ich habe den Sack gar nicht angerührt. Aber hier habe ich ihn gestern Abend hingestellt. Und jetzt ist er weg. Mein Teutates. Jemand muss uns den Sack mit den Spezialitäten gestohlen haben. Wir müssen ihn wiederfinden. Sonst war unsere ganze Tour umsonst und wir verlieren die Wette, Obelix. Die Diebe können ja nicht weit gekommen sein mit dem schweren Sack. Also komm los, aufsitzen. Und die Freunde jagen auf ihren Pferden dahin. Jetzt haben wir euch geschnappt, Gallier. Schnell, wir müssen uns verstecken, Obelix. Aber du glaubst uns doch. Wir sind nicht Asterix und Obelix. Nein. Wir sind Räuber. Ja. Aber wir sind Römer. Ja. Sinus und Cosinus. So ist es. Dass ich nicht lache beim Saturn. Ihr passt genau auf die Beschreibung. Ein kleiner und ein dickes Monstrum mit einem Sack. Ich helfe dir von wegen dickes Monstrum. Oh. Hier geblieben, Obelix. Beruhige dich.
Wir folgen ihnen in einiger Entfernung. Der Größere hat nämlich unseren Spezialitätensack. Die römischen Legionäre bringen die vermeintlichen Gallier direkt in die nächste Stadt, heute bekannt unter dem Namen Bordeaux. Auf dem Marktplatz versammelt sich schnell eine Menschenmenge. Und dieser Sack mit Lebensmitteln ist der Beweis für das Scheitern der beiden Gallier, die es wagten, sich gegen die römische Macht aufzulehnen. So glaubt uns doch. Wir sind Sinus und Cosinus. Ja, diese Männer sagen die Wahrheit. So, und jetzt gebt uns den Sack. Wir haben es eilig. Asterix und Obelix! Helft unseren Helden! Legionäre! Ergreift diese Männer! Alle helfen uns, Obelix. Nutzt die Gelegenheit und holt den Sack. Legionäre! Stellungswechsel! Ich hab den Sack. Bleiben wir noch ein bisschen. Ich find's lustig. Nein, nein, wir werden hier nicht mehr gebraucht und wir haben es eilig. Na gut. Ich gehe vor. Halt, Obelix! Obelix, wir müssen doch noch die hiesigen Spezialitäten kaufen. Da drüben ist ein Fischladen. Oh, guten Tag. Einmal Austern zum Mitnehmen, bitte. Aha, gern. Austern sind ja gut. Aber Wildschweine kann man auch in Monaten essen, die nicht auf R enden. Der Hafen. Der Hafen. Mal sehen, ob wir nicht ein Schiff für die Rückreise finden. Beeilt euch mit dem Ausladen, faule Bande. Ich weiß ja, dass Hinkelsteine schwer sind. Aber wegen euch verpasse ich noch die Flut. Hinkelsteine. Hinkelsteine. Seid ihr aus Armorica? Ja, ich bin Captain Numalfix aus Gesucripate. Ich fahre zurück nach Armorica, sobald mein Schiff entladen ist. Nehmt ihr uns mit an Bord? Tja, um die Hinkelsteine kümmere ich mich schon. Da kenne ich mich aus. Man muss immer zwei auf einmal nehmen. Donnerwetter! Ihr seid doch sicher Asterix und Obelix. Es ist mir eine Ehre, euch an Bord zu haben. Danke, Captain. So, das sind die Letzten. Einen los! Hey, Schiff Ahoi! Es sollten 3 Dutzend Hinkelsteine sein, aber es sind nur 35 da. Stimmt. Einer ist noch an Bord. Ich schicke ihn rüber. Oh, ja. 36. Könnte mir vielleicht mal jemand den Hinkelstein vom Schoß nehmen? Die Heimreise verläuft eher ruhig, bis auf eine kurze Begegnung mit den Piraten, die in dieser Gegend ihr Unwesen treiben. Seit unserer letzten Schlacht mussten wir sparsam leben und ehrlich arbeiten, um uns ein neues Schiff kaufen zu können. Und wir haben noch nicht alle Wechsel bezahlt. Wir brauchen dringend Beute. Beute ans Steuerbord! Also, Jungs, keine Panik, nichts überstürzen. Er darf uns nicht entkommen. Aber das sind ja schon wieder die Gallier. Beidrehen! Schnell! Schnell! Aber dafür ist es leider zu spät. Sieh mal, Asterix. Piraten. Fein, fein, fein. Und kurz danach treiben nur noch ein paar Trümmer des schönen Schiffes in den Wogen. Warum passiert das immer mir? Es gibt doch noch mehr Piraten, die man versenken kann. Ich verstehe das nicht. Asterix und Obelix werden an Land gesetzt und machen sich auf das letzte Stück Weg ihrer Tour de Gaulle. Gleich sind wir im Dorf, Obelix. Ja, endlich. Schau mal. Immer noch die Absperrung ringsherum. Aha, warte, ich trinke den restlichen Zaubertrank. So, und jetzt nichts wie ran, Obelix.
Hier kommt ihr nicht. Soll ich den Sack halten, Obelix? Ach, nein, Asterix. Es geht sehr gut mit einer Hand. Danke. So, ich glaube, jetzt können wir durch. Die Formalitäten sind erledigt. Warte, einen muss ich wieder aufwecken. Hallo, hallo. Bitte nicht mehr hauen. Sag mal Inspekteur Lucius nichts als Verdruss Bescheid, dass wir zurück sind. Wir haben die Tour durch Gallien gemacht. Als Beweis laden wir ihn zu einem Festmahl ein, bei dem es all die Spezialitäten gibt, die wir unterwegs gekauft haben. Im Dorf werden die Freunde stürmisch begrüßt. Unsere Helden! Sie leben hoch! Ein ganz kleines Lied. Noch am selben Abend muss Präfekt, nicht Salzverdruss, blutenden Herzens seine Niederlage eingestehen. Ja, und hier sind die Spezialitäten, die wir aus ganz Gallien zusammengetragen haben. Schinken aus Lutetia, Wein aus Duocortorum, Würste aus Tolosa, Schnittwurst aus Lugdunum, Bouillabaisse aus Massilia, Austern aus Burdigala. Nur etwas fehlt noch. Die Spezialität unseres Dorfes. Sehr richtig, Obelix. Oh, und nichts als Verdruss. Selbstverständlich spendieren wir auch unsere Spezialität. So. Na, da bin ich aber gespannt. Eine Ohrfeige. Au! Oh! Zur Feier des triumphalen Endes der Tour de Gaulle veranstalten die Gallier ein großartiges Gelage. Der Präfekt kann leider nicht teilnehmen. Er zählt immer noch die Sterne. Und ein Mitglied des gallischen Stammes ist auch von den Festivitäten ausgeschlossen. Banausen! Alle sind die Banausen! Doch die anderen feiern. Bis in den frühen Morgen.